Sony a6700 versus Sony ZV-E10 Mark II. Welches ist die beste Kamera für dich? Denn du musst erstmal wissen, was du machen möchtest. Ja, vom Prinzip her muss man sich natürlich überlegen, was braucht man, was hat man für Ansprüche und was für eine Kamera kann diese Ansprüche erfüllen. Dann natürlich das finanzielle Budget so ein bisschen zurechtpacken. Was braucht man nicht? Würden 1200 Euro reichen, beziehungsweise sind dann 1600 Euro gut angelegt, wenn man mehr braucht. Was man so mit den Kameras machen kann, was die eine hat, was die andere nicht hat, welche Gemeinsamkeiten die Kameras haben und wo sie sich definitiv unterscheiden, das klären wir jetzt mal in meinem Video und ich wünsche euch wie immer sehr viel Spaß beim Anschauen. Vorweg als Disclaimer, ich wurde nicht von Sony bezahlt, habe mir sozusagen alles selber besorgt und will einfach mal rausfinden, welche Kamera für mich die beste ist, also für meine Ansprüche hier das Beste gibt. Und wir kommen natürlich am Anfang erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Beide Kameras kommen mit dem neuen Sony 26 Megapixel Sensor, liefern dir natürlich hier ein fantastisches Bild, Downsampling von 5,6K direkt auf 4K. Beide Kameras bieten dir jetzt natürlich 10-Bit 422 und das ist natürlich eine fantastische Sache. Gleichzeitig 14 Stops bei der Dynamic Range. Das Touch-Menü ist hier in beiden verbaut. Das 360° Schwenk- und klappbare Display unterscheidet sich bei beiden auch nicht. Und nochmal super, die FZ100 Batterie ist jetzt hier in beiden verbaut, die dir natürlich ein bisschen mehr Saft gibt für längere Aufnahmen. Beide Kameras bieten dir natürlich die gleichen Anschlüsse. Hier gibt es ein SD-Kartenfach, USB-C, Kopfhörer per Mini-Klinke und natürlich auch Mini-HDMI. Bei den Bildprofilen ebenfalls gleich. Beide bieten dir unter anderem S-Log 3 und S-Cinetone. Kreative Look-Möglichkeiten sind ebenfalls identisch. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, mit beiden Kameras auch Zeitrafferaufnahmen zu machen. Und der Rolling Shutter, klar, ist der gleiche Sensor, ebenfalls identisch. Damit sind wir jetzt schon mal bei den Unterschieden. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die dir die ZV-E10 Mark II bietet, die die A6700 nicht an Bord hat. Unter anderem ist die ZV-E10 Mark II deutlich leichter als die A6700. Wir sehen es hier an der Waage. Das sind gut 200 Gramm weniger Gewicht und das ist natürlich beim Transport und beim Aufbau auf dem Gimbal oder anderen Geschichten unwahrscheinlich interessant und hier hat man natürlich ein leichteres Packgewicht. Bei der ZV-E10 Mark II bietet man dir dann hier oben eine Zoom-Wippe, mit der es dann möglich ist, verschiedene Objektive, die natürlich Zoom inklusive haben, zu steuern bzw. ranzuzoomen und wegzuzoomen. Das geht natürlich bei der A6700 auch. Allerdings dann hier nur am Objektiv. Also wenn du jetzt sozusagen ein Zoom-Objektiv besitzt, dann kannst du das hier seitlich am Objektiv steuern, aber halt nicht direkt an der Kamera. Ein weiterer großer Vorteil bei der ZV-E10 Mark II ist natürlich hier dieses vertikale Display, das automatisch mitschwenkt, wenn du auf das Hochkant-Format gehst. Das gibt es bei keiner anderen Sony-Kamera, außer momentan bei der ZV-E10 Mark II. Ich denke mal, so kenne ich Sony, das wird später per Software-Update auch noch in die anderen und auch größeren Kameras mit reinkommen. Aber momentan ist dieser Vertical Mode, wo du sozusagen hier die Anzeigen mit siehst, nur bei der ZV-E10 Mark II verfügbar. Gerade für Vlogger und Content Creator sehr interessant ist natürlich das Mikrofon. Und hier bietet man dir bei der ZV-E10 Mark II ein ganz besonderes Mikrofonkonzept, denn hier ist es möglich, beim Mikrofon von vorne reinzusprechen, das natürlich im Menü einzustellen, dann gleichzeitig von hinten reinzusprechen oder man hat halt noch die Rundumerkennung, wo dann Nebengeräusche noch mit drin sind. Im Zubehör gibt es natürlich dann auch mitgeliefert hier diese Dead Cat und die kannst du natürlich bei Windgeräuschen hier nochmal oben auf das Mikrofon anbringen, was dir natürlich dann deutlich die Windgeräusche reduziert. Das ist natürlich hier softwareseitig ein bisschen möglich, aber so gut ist das Mikrofon halt nicht ausgestattet wie bei der ZV-E10 Mark II. Die Qualität der Mikrofone, die ist eigentlich relativ sauber, wenn du jetzt direkt mal reinsprichst und das schauen wir uns mal an. Thema Bildstabilität und gleichzeitig natürlich auch Mikrofonqualität und ich bin hier sozusagen auf dem Feld, das ist relativ uneben, was aber auch ganz gut ist, weil dann kommt natürlich auch die Bildstabilität hier so ein bisschen zur Geltung, beziehungsweise die Kamera kann mal richtig ackern, dass sie hier das beste Ergebnis findet. Gleichzeitig natürlich auch nochmal die Mikrofonqualität von der ZV-E10 Mark II, die hier sozusagen so ein bisschen beeinflusst wird von etwas Wind. Jetzt ist
sozusagen direkt die Sonne auf meinem Gesicht und dann geht es weiter mit dem Vlogging und du croppst natürlich, beziehungsweise die Kamera croppt natürlich ein bisschen mehr ins Bild aufgrund der Stabilität und wir sind auf 16 mm mit dem Objektiv und das ist meiner Meinung nach schon ganz schön nah dran. Jetzt gibt es natürlich noch mal eine Aufnahme direkt aus dem Studio, weil wie gesagt draußen war es windig. Ich hatte keine Zusatzeinstellung aktiviert, was sozusagen jetzt den Windschutz und andere Dinge bedeutet. Jetzt kriegst du noch mal einen ordentlich sauberen Studioton, der direkt von vorne kommt, hier bei der ZV E10 Mark II. Das gleiche jetzt mal mit der A6700, auch wieder Feld und natürlich schade, die Sonne ist jetzt weg, also die Bildqualität ist aber gleich und dementsprechend natürlich jetzt auch mal die Mikrofonqualität, die hier sozusagen in der Kamera verbaut ist. Ob die natürlich gleichwertig ist mit der ZV E10 Mark II ist zu bezweifeln, ich denke, die ist mal ein bisschen schlechter, aber man sieht auf alle Fälle hier, dass der Crop-Faktor nicht vorhanden ist und du sozusagen beim Vloggen mehr Ruhe hast aufgrund des Bildstabilisators, der hier sozusagen intern aktiv ist und das sieht natürlich auch hier vom Bild etwas besser aus. Ich bin ein bisschen weiter weg und das ist eigentlich so ein bisschen mehr der Vlogging-Charakter, dass du hier so ein bisschen mehr vom Bild siehst und eigentlich beim Thema Bildstabilität keinen Crop-Faktor hast bei 4K 30 FPS. Jetzt nochmal die A6700 hier als kleiner Kontrast direkt im Studio von vorne reingesprochen und so vom Klang her unterscheidet sich das Mikrofon kaum, aber wie gesagt in den unterschiedlichen Funktionalitäten, die du bei der ZV E10 Mark II einschalten kannst, da ist es natürlich was Besonderes, das hat die A6700 nicht. Eine weitere gute Funktion, die man hier noch einstellen kann, die die A6700 nicht hat, die kann man natürlich auch machen mit der A6700, ist die Hintergrundunschärfe. Allerdings musst du bei der A6700 hier direkt ins Menü rein, dann natürlich die ISO und die Belichtung einstellen und da kriegst du natürlich auch eine gute Hintergrundunschärfe hin. Hier bei der ZV E10 Mark II macht man das mit einem Tastendruck, dann wird das sozusagen hier relativiert und automatisch übers Menü gesteuert. Das ist mal ganz wichtig, wenn du jetzt unterwegs bist und nicht ewig im Menü rumfummeln willst. Oder halt einfach mal deinen Bildern eine gewisse Unschärfe bieten möchtest und das funktioniert hier bei der ZV E10 eigentlich ganz gut. Was ich hier natürlich absolut super finde, ist, dass die ZV E10 Mark II hier vorne das Tally Light verbaut hat. Das ist so ein bisschen hier bei der A6700 auch noch gewährleistet, allerdings nicht so schön wie direkt bei der ZV E10 Mark II. Da siehst du dann auch, wenn du das Display direkt nach hinten geklappt hast, ob du aufnimmst oder nicht. Eine Funktion, die in der A6700 leider nicht verbaut ist, ist die Funktion Cinevlog, die hier sozusagen bei der ZV E10 Mark II verbaut ist. Und hier gibt man dir oben und unten schwarze Balken ins Bild mit rein. Gleichzeitig zeichnet die Kamera dann auch nur in 24 FPS auf. Aber viele sagen natürlich, na klar, das kann ich im Schnitt regeln. Das ist auch gar kein Problem, das machen die meisten auch. Aber das Schöne an der Cinevlog-Funktion ist, wenn du wirklich hier mal 2:35 oder die großen Kinoformate machen möchtest, dann hast du wenigstens schon in der Vorschau die schwarzen Balken und siehst natürlich auch im Bild schon, was du mit deiner Kamera erreichst und was vielleicht an der Bildgrenze ist. Manche kleben sich natürlich am Display dann auch noch 2 schwarze Streifen direkt ran, geht natürlich auch, aber hier wird das Ganze schon elektronisch gemacht und du kannst es dann im Schnitt aufziehen und an ein super Kinoformat angleichen, was ich absolut genial finde. Also ich liebe diese Cinevlog-Funktion. Das ist natürlich jetzt auch für manche, die sagen, ja, mein Vlog muss jetzt in 16:9, blum blum. Okay, dann hast du oben und unten schwarze Balken, auch nicht schlecht. Aber zur Vorschau für die großen Kinoformate, wenn du das jetzt sozusagen im Schnitt ändern möchtest, ist diese Funktion ideal und leider nicht in der A6700 verbaut. Ein großer Nachteil ist natürlich, dass bei der ZV E10 Mark II kein Bildstabilisator vorhanden ist. Hier kannst du stabilisieren übers Objektiv beziehungsweise dann nochmal die elektronische Stabilisierung einschalten. Das war's dann und hier hast du natürlich auch die mechanische Bildstabilisierung und das ist natürlich gegenüber der ZV E10 Mark II ein riesengroßer Vorteil, denn gerade wenn du draußen bist und dort unterwegs bist oder beim Vlogging, wo sich eigentlich normalerweise die Kamera ja Vlogging-Kamera schimpft. Beim Vlogging ist es natürlich total wichtig, dass du hier eine Bildstabilisierung hast. Das kannst du auch noch in Catalyst Browse wieder nachbearbeiten. Das Problem ist, da gehen dir aber, wie gesagt, dann immer noch Arbeitszeiten und Stunden verloren. Dann musst du wieder hier stabilisieren und so weiter und so fort. Einfacher zu lösen ist das Ganze natürlich mit einem Gimbal. Also wenn du dir sozusagen jetzt im Zubehör hier nochmal einen Gimbal kaufst, der kostet so 200 €, was der Crane M2 ist. Also das ist sozusagen mein Gimbal, der ist richtig gut.
gut, dann hast du natürlich eine bessere Bildstabilisierung als hier in der A6700, denn so ein Gimbal, der kann richtig Wunder wirken. Auch schade, der mechanische Verschluss, der fehlt hier komplett in der ZV-E10 Mark II. Der geht halt nur elektronisch zu regeln und in der A6700 ist er mit drin. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die dir die A6700 bietet, die die ZV-E10 Mark II nicht hat. Und der erste große Unterschied ist natürlich die Wetterbeständigkeit. Also hiermit kannst du dann sozusagen auch mal im Regen losmarschieren und dieses Gehäuse ist wetterbeständig. Das Gehäuse der ZV-E10 Mark II ist nicht wetterbeständig. Weitere Vorteile sind natürlich verschiedene Bedientasten. Zum Beispiel hast du hier die C2-Taste, C1-Taste, die du dann immer noch frei programmieren kannst. Das fehlt dir leider bei der ZV-E10 Mark II. Hier gibt es nur eine frei programmierbare Taste und die liegt gleichzeitig dann nochmal auf der D-Fokus-Taste, was sozusagen bedeutet, dass du hier nicht viele verschiedene Möglichkeiten hast, mal irgendwelche Menüfunktionen auf Direkttasten zu legen. Des Weiteren gibt es natürlich hier beim Gehäuse der A6700 zwei verbaute Rädchen und die kannst du natürlich auch noch unterschiedlich belegen. Bei der ZV-E10 Mark II ist es leider nur eins. Nächster Vorteil der A6700, hier kannst du 4K 60 FPS ohne Crop drehen, währenddessen dir hier dann bei der ZV-E10 Mark II bei 4K 60 FPS reingecroppt wird und hier ist es noch möglich bei der A6700 auch in 4K 120 FPS zu drehen, was hier bei der E10 Mark II natürlich nicht möglich ist. Ein weiterer großer Unterschied ist natürlich, dass du bei der A6700 gerade interessant für Fotografen und natürlich auch für Leute, die draußen viel unterwegs sind, hier einen Sucher hast, mit dem du immer noch mit dem Auge korrigieren kannst. Gerade interessant für Fotografen und natürlich auch Videofilmer. Wer hier sozusagen die Kamera als Hybridkamera nutzen möchte, ist natürlich bei der A6700 besser aufgehoben durch diesen Sucher. Gleichzeitig ist es natürlich auch optimal, gerade an hellen Tagen, du kennst das bei Sonnenlicht, da auf den Display zu schauen und das Bild noch ordentlich zu erkennen. Das ist dann auch schon mal eine kleine Herausforderung. Hier kannst du immer noch mit dem Sucher direkt reinschauen und bist dem Sonnenlicht entflüchtet. Nächster großer Vorteil bei der A6700, hier ist Sonys AI-Chip mit drin und der verbessert dir dann natürlich noch die Autofokus-Funktion, indem er einfach noch mehr Objekte erkennt, bessere Funktionen hier aktivieren kann und der AI-Chip ist leider in der ZV-E10 Mark II nicht verbaut. Kommen wir mal zu den Bodies und den verschiedenen Bedienfunktionen und natürlich auch den Objektiven von beiden Kameras. Und du siehst natürlich, dass hier der Body der ZV-E10 Mark II deutlich kleiner ist als der Body der A6700. Bei den Menüfunktionen und Ansteuerung von verschiedenen Tasten gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Die Aufnahmetaste für die Videofunktion ist hier etwas kleiner als bei der ZV-E10 Mark II. Auch hat man das hier sozusagen mit Foto, Video und S&Q anders gelöst. Hier gibt es bei der A6700 ein Rädchen, währenddessen das hier bei der ZV-E10 Mark II einfach nur mit einem Kippschalter einzustellen ist. Und ansonsten gibt es natürlich bei der ZV-E10 Mark II auch eine neue Optik. Zu der neuen Optik muss ich sagen, die fühlt sich nicht so hochwertig an wie die alte, die sozusagen hier an der A6700 verbaut ist. Die ist so ein bisschen plastischer und aber auch leichter, das muss man dazu sagen. Also die wiegt natürlich auch nicht so viel wie die alte Optik, aber so vom Feeling her wirkt sie echt ein bisschen günstig, ein bisschen billig, ein bisschen plastisch, lässt sich natürlich optimal bedienen, da hege ich keinen Zweifel und ich denke mal, dass die Bildwerte hier auch super sind mit den Objektiven. Aber wenn du jetzt sozusagen hier mal an die Optik schaust von der A6700, dann ist das immer noch so ein bisschen Metall dran. Hier ist wie gesagt nur Plaste und wirkt eigentlich ein bisschen hochwertiger als die super neue Optik, die man dir hier sozusagen mit der ZV-E10 verkauft. Und das ist natürlich die Standard-Kit-Optik 3,5 bis 5,6, 16 bis 50 mm. Was natürlich bei der neuen Optik wieder gut ist, ist, dass dieses Rad für den Fokus richtig schön breit ist, währenddessen das Rad hier an der alten Optik relativ dünn ist. Das Rad lässt sich dann bei der neuen Optik
echt besser bedienen durch den Grip, den du hier sozusagen hast. Ansonsten erkenne ich auch in den Bildqualitäten keine Unterschiede. Man kann das hier, wie gesagt, ein bisschen besser bedienen. Allerdings, wie gesagt, ich finde es ein bisschen billig. Hier ist man schon ein bisschen mehr an Qualität gewöhnt bei den alten Objektiven. Aber Unterschiede gibt es hier nicht so groß und wir bleiben bei den 16 bis 50 mm. Wir bleiben bei den gleichen Belichtungswerten, also ansonsten ist alles gleich. Ein kleiner Nachteil, den ich sehe bei der A6700 sind natürlich immer noch, hörst du es? Diese Klapperverschlüsse, da denkst du, da kommt eine Klapperschlange von Weitem, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist. Mensch, ich meine, warum macht man das hier überhaupt? Also das kann man natürlich besser lösen. Es gibt bei anderen Kameras von Sony schon die festen Halterungen, die hier sozusagen direkt dann fest an der Kamera sind, die nicht klappern. Ich verstehe nicht, warum man jetzt hier die Klapperhalterung anbauen muss. Hier ist das ganz anders gelöst. Hier gibt es, wie gesagt, diese Ösen und da kommt dann der Gurt rein und dann ist das Ding sozusagen geklärt. Das ist natürlich nochmal ein Vorteil gegenüber der A6700, den die ZV-E10 Mark II hier noch hat. Des Weiteren in der Bedienung ist mir natürlich aufgefallen, dass bei der A6700 hier die Menütaste direkt in der Mitte über dem Display liegt, was mir absolut überhaupt nicht gefällt. Denn wenn du jetzt sozusagen bei den Einstellungen bist und hier dann deine Einstellung tätigst, dann ist es natürlich gerade entspannter, wenn du hier mit einem Finger einfach zack die Menütaste wieder ansteuerst und musst dann nicht hier rüber gehen in die Mitte. Also ich weiß nicht, warum das sozusagen so gelöst ist, aber ich finde es hier bei der ZV-E10 Mark II deutlich besser gelöst, gerade wenn du viel im Menü spielst. Du hast natürlich auch Touchscreen und alles andere mit drin, aber ich bin auch mehr so ein Tastentyp und wenn du dann immer sozusagen hier übers Display greifen musst, dann ist das natürlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich war ja mit den Kameras natürlich auch draußen unterwegs gewesen und habe dann festgestellt, dass natürlich der Grip, also die Griffigkeit bei den Aufnahmen bei der A6700 hier deutlich besser ist. Die ist erstens, na klar, ein bisschen schwerer, also hat sie so ein bisschen Gegengewicht, auch so beim langsamen Film als die ZV-E10 Mark II. Die hat wiederum zwar jetzt einen besseren Griff, aber der ist natürlich nicht so gewaltig wie der A6700, also lässt sich die Kamera hier ein bisschen besser anfassen. Bei den Bedienfunktionen muss ich ehrlich sagen, ist es eigentlich relativ entspannt bei beiden Kameras. Das Einzige, was dir immer passieren kann, ist, dass du hier sozusagen an die Zoom-Wippe rankommst und dann öfter mal den Zoom verstellst, was du hier sozusagen nicht machst, denn hier musst du direkt ans Objektiv, um einfach mal vor dich hin zu zoomen. Ich zoome sowieso nicht so viel, aber manchmal kommt man halt hier relativ schnell ran und wenn du hier die Standardoptik mit dran hast, dann ist mal kurz deine Bildeinstellung hin, aber das kriegst du auch relativ einfach und easy reguliert. Beide Kameras haben natürlich auch hier den Zubehörschuh, an dem du noch viele verschiedene Sony-Produkte mit anschließen kannst. Das ist natürlich dann bei beiden Kameras auch nochmal identisch. Kommen wir mal zu meinem Fazit und ich war natürlich viel mit den beiden Kameras unterwegs gewesen und will auch eine von beiden Kameras kaufen, was sozusagen natürlich auch der Grund war, weswegen ich die verglichen habe. Ich hätte mir die Sony A6700 sehr gern gekauft, weil ich hier meine 4K 120 drin habe, wenn ich sie mal brauche und natürlich auch nochmal den aktiven Bildstabilisator. Der Crop-Faktor ist nicht so hoch, gerade beim Vloggen und viele andere Dinge sind hier echt ein bisschen besser als bei der ZV-E10 Mark II. Du brauchst nicht alle Dinge und ich kaufe mir auch nicht die A6700, weil sie hat meine 16:9 Balkenfunktion nicht, die ich eigentlich so liebe, wo ich dann sozusagen ins Kinoformat hochziehen kann und mir als Vorschau hier erstmal die 16:9 Balken ziehen kann. Demzufolge habe ich mich entschlossen, die Sony ZV-E10 Mark II zu kaufen, weil wie gesagt, diese Funktion, die liebe ich, die ist leider bei der A6700 nicht mit verbaut. Es ist natürlich eine ganz andere Sache, was du da draußen für Ansprüche hast. Das sind wie gesagt meine Ansprüche und deswegen ist die Entscheidung auf diese Kamera gefallen. Die Bildstabilisierung bei der A6700 ist zwar besser als bei der ZV-E10 Mark II, gefällt mir aber trotzdem nicht. Also die ist für mich nicht ausreichend und ich kann wirklich mehr Stabilisierung rausholen, wenn ich die
ZV-E10 Mark II draußen mit einem Gimbal benutze, da ist die Bildstabilisierung nochmal deutlich besser. Und irgendwie verstehe ich dann auch Sonys Konzept nicht, weil die sagen, das ist eine Vlogging-Kamera und bauen natürlich schöne Funktionen zum Vlogging ein. Aber gerade in Sachen Bildstabilisierung muss doch draußen beim Vloggen ein bisschen was passieren. Und das machen sie natürlich dann nicht in die ZV-E10 Mark II. Die gute Bildstabilisierung ist dann in der großen ZV-E1 mit drin. Da musst du allerdings dann wieder pauschal mit Optik knapp 2.300 € ausgeben. Hier bezahlst du mit der normalen Kit-Optik 1.200 €. Für die A6700 gibt es momentan einen Straßenpreis von 1.600 € mit der Kit-Optik. Ohne Optiken weiß ich nicht, ob Anfänger und Amateure die kaufen. Und Profis, die werden sich natürlich ihre eigene Optik hier immer noch zusammenbauen. Also die Preise sind natürlich auch variabel. Aber es ist hier so ein Preisunterschied von 400 € vorhanden. Der nächste große Preissprung wäre dann die Sony FX30. Die kostet ca. 2.000 € ohne Optik und das ist immer so ein Schritt von ungefähr 400 €, wo du dich dann sozusagen bei Sony so ein bisschen verbessern kannst. Und bei der Sony FX30 gibt es natürlich dann noch den verbauten Lüfter, der hier in Sachen Überhitzung natürlich dann deutlich greift, denn bei der Sony ZV-E10 Mark II kannst du bei 4K 60 FPS ungefähr eine halbe Stunde filmen, dann geht die aus und die A6700 ist hier ähnlich. Wobei ich bei der Akkulaufzeit festgestellt habe, dass die ZV-E10 Mark II hier ungefähr 10 bis 12 Minuten längere Akkudauer hat als die A6700. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen elektronischen Funktionen, die hier die A6700 noch verbaut hat, die ebenfalls mehr Strom verbrauchen. Also wenn du so ein bisschen auf Akkulaufzeit spezialisiert bist, dann bist du bei der ZV-E10 Mark II auch nochmal auf der sicheren Seite. Das sind nur meine Tests, was jetzt sozusagen in den Studios oder bei anderen Dingen passiert. Also ich habe es festgestellt, dass die hier ein bisschen länger durchhält mit dem Akku und natürlich auch bei der Überhitzung. Ich sag mal, 4K 30 FPS, da passiert gar nichts. 4K 60 FPS, da wird es dann schon richtig arbeitsreich für beide Kameras und natürlich in Sachen Überhitzung bei normaler Studiotemperatur dann auch schon nicht mehr als eine halbe Stunde. Schade, dass Sony, wie gesagt, die Cinema-Funktion nicht eingebaut hat in der A6700, weil das wäre sonst meine Kamera gewesen. Ist nicht so schlimm, ich komme auch mit den Funktionen der ZV-E10 Mark II klar und bin natürlich dann auch mit den Bildern als B-Roll-Aufnahme hier mal direkt drüber zu hängen bzw. mal rauszugehen. Absolut zufrieden. Das Konzept von Sony verstehe ich, wie gesagt, immer noch nicht, dass man hier sozusagen eine Vlogging-Kamera bewirbt, obwohl eigentlich die A6700 die ideale Vlogging-Kamera ist und die ZV-E10 Mark II die ideale Studiokamera. Und das will ich euch auch nochmal sagen. Also wer sozusagen so ein kleines YouTube-Studio aufbaut bzw. hat, der ist natürlich mit dieser Kamera zum Preis-Leistungs-Verhältnis sauber bedient. Wenn du jetzt keine Bildstabilisierung benötigst, die Kamera sehr oft auf dem Gimbal oder auf dem Stativ hast, dann ist natürlich das hier dein absoluter Ansprechpartner, gerade mit dem Produkt-Show-Mode und anderen Funktionen, die hier bei YouTube noch relativ wichtig sind. Hebt sich die Kamera deutlich hervor. Allerdings, wie gesagt, wer unterwegs ist, das Ganze als Hybridkamera nutzen möchte, Foto und Video, gleichzeitig natürlich auch noch Vloggen und viel draußen macht, für den ist die A6700 die absolut richtige Kamera. Das war so ein bisschen mein kleiner Vergleich. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr noch Anregungen und Ideen habt, sehr gern hier in die Videokommentare reinschreiben. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Ich beantworte sie gern, wenn ich das kann. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bye bye und winke, winke und sehr gern bis zum nächsten Video.